Servus, hello. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Kaffee Latte Robert und Kommandante C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, für alle, die neu dabei sind, am besten schaut euch hier das erste Video an. Da habt ihr eine kurze Beschreibung, worum es hier geht, was ich mache, etc. etc. Hier einmal ganz kurz. Wir haben immer den Robert von Kaffee Latte, die Kommandante C40 und je nach Folge eine andere Kaffeeröstung. Ich versuche herauszufinden, wie viele Klicks auf der Kommandante sinnvoll sind, beziehungsweise mit welchem Druck gehe ich dann nachher am Robert runter, um das zumindest für mich perfekte Ergebnis rauszubekommen. Ganz wichtig ist, ich möchte keine Kaffeekritik-Videos machen. Ich möchte nicht sagen, ob ein Kaffee gut oder schlecht ist. Kaffee schmeckt jedem anders. Mein heutiger Kandidat ist der Serra Negra von District 5 Coffee Roasters. Eine Rösterei aus Manching bei Ingolstadt, Deutschland. Die gibt es seit 2015, besteht aus 3 Personen, nicht aus 5. Namentlich sind das der Tobias, der Andreas und der Michael. Sie setzen auf Nachhaltigkeit, auf fairen Anbau, auf gute Qualität. Sie wollten eigentlich den Menschen in ihrer Umgebung, also dort, wo sie wohnen, guten Kaffee näher bringen. End of story. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Serra Negra. Übersetzt Black Mountain, nicht zu verwechseln mit Black Mountain Roast. Auf der Packung steht, es ist Serra Negra, Brasilien, 100% Arabica. Varietät Bourbon, Farm Carmo Coffees oder Carmo Coffees. Die Aufbereitung ist natural, wir haben sogar eine Anbauhöhe oben, die Röstung ist für Espresso, kommt aus der Region Sul de Minas. Das ist, soweit ich weiß, auch die größte Region in Brasilien, bekannt für den Kaffee. Wir haben ein Röstdatum drauf, wir haben ein Mindesthaltbardatum drauf, wir haben, was mir bei jedem Kaffee wichtig ist, einen Aromaverschluss. Ist wieder einer von der Sorte, die beim Aufmachen unbackbar gut riechen, vor allem beim ersten Mal öffnen. Wir haben natürlich auch noch Geschmacksnuancen, voll Erdnuss, Kakao. Gibt es einen kleinen Applaus, weil das ist eigentlich, ich habe da nichts auszusetzen an Dingen. Also es steht alles oben, wie man sich es eigentlich wünschen würde. Ich habe jetzt ein Problem, weswegen ich gerne den Applaus zurücknehmen würde. Sie beziehen diesen Kaffee von Coffee Imports. Coffee Imports? Kaffee Imports? Okay. Sie beziehen den Kaffee auf jeden Fall über einen Importeur. Und auf deren Website wiederum stehen ganz andere Sachen zu diesem Kaffee drauf. Jetzt nur zum Beispiel haben wir bei der Farm nicht so, wie es da oben steht, von einer Farm, dass das Ganze kommt, sondern dass es von verschiedenen Farmen kommt. Und wir haben bei der Varietät auf deren Webseite nicht Bourbon, sondern verschiedene Kaffees. Und unter diesen Kaffees ist zum Beispiel auch ein Kaffee, der kein Arabica ist. Womit jetzt die Frage ist das ein 100% Arabica oder nicht? Die zweite Frage ist es nicht vollkommen egal? Weil es geht ja am Ende um den Geschmack. Trotzdem finde ich wichtig, dass es einfach stimmt, was oben steht. Und mein Problem ist vor allem, dass ich das ganz gezielt auch nachgefragt habe bei District 5. Ich habe bis jetzt keine Antwort bekommen. Sollte ich noch eine Antwort dazu bekommen, dann blende ich es jetzt hier ein. Kaffee Imports haben mir sowieso gar nicht zurückgeschrieben. Es gibt dem einen fahlen Beigeschmack. Wortwörtlich. Abbruch. Ganz kurze Zwischenmeldung. Der Tobi hat mir gerade zurückgeschrieben. Ist wirklich so, wie es auf der Website ist von Kaffee Imports. Soll heißen, es sind verschiedene Farmen und verschiedene Varietäten drinnen. Das hat sich geändert offensichtlich im letzten Jahr oder in den letzten Jahren. Das haben sie bei District 5 nicht abgedatet. Ich gehe davon aus, dass sie es updaten werden. Man kann das jetzt nachlesen auf Kaffee Imports, was da drin sein könnte. Es sind nicht verschiedene. Es kann sein, dass das kein 100% Arabica ist und das ist trotzdem spannend, weil es ist kein Robuster dann drinnen, sondern eine nochmal andere Sorte, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Ich mache euch dann noch einen Link unten rein zu Kaffee Imports. Da könnt ihr das selber nachlesen. Ich habe jetzt auf deren Website nicht ganz rausfinden können, was sie irgendwie besonders macht. Aber was diesen Kaffee besonders macht schon, und zwar Folgendes. Erstens mal ist es ein Profiling-Kaffee. Soll heißen, der wird seit 20 Jahren tatsächlich auf ein gewisses Profil hingetrimmt.
sie gehen wahrscheinlich da schon vom Anbau weg hin und sagen, sie wollen das in eine gewisse Geschmacksrichtung bringen. Wird vermutlich nicht jedes Mal dasselbe drin sein, auch wenn jetzt da Bourbon oben steht. Der Kaffee ist daraufhin getrimmt, anscheinend laut Website, um wirklich ein Zugpferd im Kaffee zu sein. Besonders gedacht eigentlich dann nochmal für Blends, um da eine Stabilität reinzubekommen. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Kaffee prinzipiell sehr, sehr, sehr stabil sein wird im Geschmack. Ja? Dass er sich auch vermutlich längere Zeit im Geschmack hält. Gekappt wird er so auf Nuss, auf ein bisschen zitronige Säure, auf einen sehr vollen Körper. Aber das ist eh das, was man annimmt. Das stimmt doch so halbwegs mit dem überein, was da hier drauf steht. Voll Nuss, Kakao. Zitrone steht da jetzt nicht drauf. Auf der Website von Café Imports ist dann wiederum, kann man verschiedene Lots kaufen von diesem Kaffee. Bei den Lots stehen aber dann nochmal andere Geschmacksnuancen dabei. Also es ist irgendwie ein bisschen verwirrend, weil sie haben quasi diesen Grundcharakter offensichtlich, aber zu diesem Grundcharakter kommt je nach Lot noch was anderes dazu. Ich habe es nicht ganz verstanden, vielleicht schreiben Sie mir noch zurück. Verpackungsdesign ist übrigens sehr, sehr schön. Wir haben diesmal so ein bisschen eine Wundertüte. Und ob diese Wundertüte auch so wunderbar schmeckt, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, machen wir einen Kaffee. Voll Erdnusskakao. Kaffeeimport sagt zitronig. Ja, voll ist er. Ja, ich habe hier etwas drinnen, was ich eigentlich schon länger suche. Und zwar, ich finde wirklich auch, dass er nach Erdnuss schmeckt. Das merkt man auch schon beim Aufmachen. Kakao finde ich nicht so, / gar nicht. Und zitronig, ja, hat ein bisschen Säure. Das schon. Finde ich aber jetzt auch nicht so ultra. Was ich finde, er hat was ganz stark Karamelliges und sowohl beim Geruch als auch beim Geschmack. Ich habe hier zwei. Schönerweise war gerade die SD-Karte voll, das heißt, ich hoffe, es ist halbwegs noch alles im Setting, so wie es gehört. Zwei verschiedene Einstellungen, eine ein bisschen klassischere, ein bisschen smoothere und eine ein bisschen säurebetontere, ein bisschen frischere. Es haben beide mit diesem Kaffee sehr gut funktioniert, was ich schön finde, weil das mal zeigt, dass es schon auch Kaffees gibt, die nicht nur in einer Sache gut sind. Einstellung 1. Ich habe 18 Gramm Kaffee und 66 Gramm Wasser. Auf der Kommandante habe ich 8 Klicks. Ich mache dann 5 Sekunden Pre-Infusion, gebe 8 Bar hinein und gehe dann langsam so eher Richtung 7 Bar hinunter. Der Kaffee, der da rauskommt, der ist relativ gehaltvoll, wie gesagt, der ist ja klassisch, hat diese nussigen Aromen drinnen, hat dieses Karamellige. Einstellung 2. Wir haben wieder 18 Gramm Kaffee und 65 Gramm Wasser. Auf der Kommandante habe ich 9 Klicks. Ich mache dann 15 Sekunden Pre-Infusion und gebe 9 Bar durch. Der hat ein bisschen mehr Säure, also ein bisschen mehr Attack, ist ein bisschen spritziger in sich. Funktioniert aber einfach auch sehr gut. Ja? Also mit dem Kaffee kann man wirklich sich schön mal austesten, was schmeckt mir denn eigentlich. Ja? Wenn ihr nach einem Kaffee sucht, den ihr mal so ein bisschen zum Herumprobieren wollt, ja?
ob euch vielleicht doch eine hellere Röstung gut schmecken könnte und ihr vielleicht einfach noch nicht die gefunden habt, die euch taugt, dann ist der schon ziemlich super. Also der hat eigentlich alles, was ich mir wünsche. So Aromaverschluss und Röstdatum und Mindesthaltbardatum und steht einfach auch alles oben. Verpackung schön. Ich gebe doch mal kurz Applaus. Den Serra Negra von District 5 bekommt ihr bei Ihnen im Onlineshop für 7,60 €. Ich verlinke euch den unten in der Beschreibung, genauso wie den Roboten DC40. Und jetzt würde mich interessieren, welchen Kaffee empfindet ihr als am allermeisten schokoladigen Geschmack? Vollkommen wurscht, ob Arabica oder Robusta oder was auch immer. Und sollte sonst irgendeinen Kaffee geben, den ihr gerne mit dem Setup durchgetestet hättet, dann schreibt es uns einfach auch unten rein. Ich lese mir auf jeden Fall alle Kommentare durch. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr nicht das nächste Video nicht mit einer weiteren spannenden Kaffeeröstung. Und ich würde sagen, zu einem guten Kaffee passt auch immer eine gute Nachspeise. Entweder selbst gemacht oder vom Bäcker eures Vertrauens. Und in dem Fall gibt es da mal was Gutes, so mit Schokolade, voll, mit Nuss, so wie der Kaffee. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.